Oh. Oh. Wir haben ungefähr 10.000 € für diesen Container bezahlt. Er sollte uns Sicherheit geben. Unsere Werkzeuge, Solaranlage, all die Dinge, die uns wichtig waren für den Start in Südamerika. Am Ende war der Nachbar ohne Strom, der LKW halb versunken und der Kran streikte. Und ich war hochschwanger Und dachte, alles sei meine Schuld. Heute zeigen wir euch, wie schnell unsere Auswanderung auf eine harte Probe gestellt wurde. Als wir auswanderten, standen wir vor dieser Frage. Was nehmen wir mit? Was lassen wir zurück? Bei uns waren es nicht nur ein paar Kisten. Sebastian war von Anfang an skeptisch. Er wollte keinen Container. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, das ist zu viel, zu teuer, zu kompliziert. Ich dachte, doch, wir brauchen das. Wir können doch nicht am Anfang gleich wieder alles neu kaufen. Werkzeuge, Solaranlage, Badewanne, mehrere Öfen, Fachbücher. Dinge, von denen wir dachten, dass wir sie brauchen. Ich war schon fortgeschritten schwanger. Und vielleicht wollte ich wenigstens an einer Stelle das Gefühl haben, etwas Vertrautes mitzunehmen. Wir waren nicht planlos. Wir haben in der Scheune meiner Eltern die Maße des Containers abgesteckt und schon geplant, wo was stehen soll. In Realität hatten wir nur ein Wochenende Zeit. Jede zusätzliche Standzeit hätte uns deutlich mehr gekostet. Aber dank der Tetris-Methode hatten wir am Ende sogar noch Luft drin. Wie ich es von Anfang an vermutet hatte. Und dann war er weg. Man denkt, man nimmt Sicherheit mit. Aber eigentlich schickt man sein Leben monatelang über den Ozean. Und während der Überfahrt kam plötzlich ein Anruf. Was? Ein Containerschiff ist gesunken. Vor einem Moment hatten wir richtig Panik. Zum Glück war es nicht unseres. Aber das Gefühl blieb, es ist nicht nur Theorie. Der Container kam an, aber nicht bis zu unserem Grundstück. Die internationale Spedition war raus, da wir 20 Kilometer Erdstraße plus 400 Meter privater Zufahrt hatten. Dafür hatten sie nicht die passende Technik parat. Wir suchten dann direkt in Kagoasu nach einer geeigneten Lösung und fanden ein LKW-Abschleppunternehmen. Die Firma hatte sich vorher den Weg angeschaut und grundsätzlich Ja gesagt. Wenn sie mit 2 LKWs kommen. Einen, der den Container transportiert, einen zweiten, der für den Fall der Fälle den großen LKW unterstützen kann. Aber es gab keinen festen Termin. Es hieß nur, wenn der große LKW frei ist, dann geht's los. Wir befinden uns im Jahr 2016. Paraguay, ländliche Gegend. Während ich auf unserem Grundstück arbeitete, war meine Frau mit Freunden in der Stadt, um Einkäufe zu erledigen. Und plötzlich klingelte das Telefon. Ich sitze schon im LKW. Wir sind unterwegs. Was? Oh, und ich plötzlich total panisch, weil ich hatte die Zufahrt bis jetzt noch nicht freigeräumt. Also habe ich schnell mit Machete Freischlag gemacht. Ich auf dem Grundstück, isoliert, 400 Meter von der Straße entfernt, schlage frei, ohne Zeitgefühl. Als ich sie hörte, war es zu spät. Die sichtbare Stromleitung von der Erdstraße zu unserer Zufahrt haben sie erkannt und hochgehoben. Was aber keiner auf dem Schirm hatte, war der dünne, kaum sichtbare Abspanndraht unseres Nachbarn. Der LKW erwischte ihn. Der Strompfosten fiel um. Unser Nachbar hatte plötzlich keinen Strom mehr. Der Pulsschlag stieg. Okay, Schwamm drüber. Wir kümmern uns später darum. Der LKW fuhr langsam über das Nachbargrundstück weiter. Und dann kam der Koloss bergab zu unserem Grundstück. Der Container wog etwa 6 Tonnen und der LKW mindestens das Dreifache. Kurze Anmerkung. Der Chef hat mir vorher gesagt, wie stolz er auf seinen aus Deutschland importierten Berge-LKW ist. Der Boden sah trocken aus. Es wirkte, als könne er das Gewicht tragen. Was aber alle unterschätzt hatten, die Erde war weich. Zu weich.
Diese Fläche wurde vorher nur als Kuhweide genutzt. Und dann, mit einem Mal, versanken beide linken Vorderräder tief in der Erde. Abrupter Stillstand. Der LKW stand schief. Er war so schief eingesunken, dass er die Stützen auf dieser Seite nicht ausfahren konnte. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh! Oh, Sebastian, oh, Sebastian. Als sie versuchten, den Container zu heben, kam es dazu, dass er aufgrund der Schräglage nach links rutschte. Der Kran kam an seine Grenzen und der LKW versank noch etwas weiter. Oh! Während meine kurz vor der Entbindung stehende Frau dem Kreislaufzusammenbruch nahe stand, versuchte ich mit den Arbeitern den Container mit Seilen zu halten. Und 6 Tonnen, die seitlich weg wollen, das halten ein paar Männer nicht einfach so. Und für seine Zeit In dem Moment sah es aus, als könnte das ganze Ding kippen. Denn je mehr er versuchte, daran zu ziehen, desto mehr schien es, sich in die andere Richtung zu neigen. Für mich war das alles zu viel. Ich habe mich ins Auto verzogen und versucht, die Aufregung wegzuatmen. Freunde kamen spontan vorbei, um mir beizustehen. Die Zeit verging wie in Zeitlupe. Der LKW steckte immer noch fest. Teile vom LKW waren bereits beschädigt. Ich dachte, das ist doch alles meine Schuld. Ich wollte doch den Container. In meiner Hand hielt ich nur einen gefalteten Zettel. Mit einer Zahl drauf. Kein Vertrag, keine Absicherung. Ich war mir sicher, wir müssten jetzt für alles bezahlen. Nach einer Weile hatten es die Männer dann doch irgendwie geschafft, den Container mit viel Kraftanstrengung zur anderen Seite zu schwenken und abzusetzen. Während der Bergung des LKWs fing es plötzlich an zu regnen. In Paraguay verändert sich der Boden ziemlich schnell zu Matsch. Die Arbeiter machten Pause. Nach einer halben Stunde Regen ging fast nichts mehr. Sie brachen ab und sagten, morgen geht's weiter. Sie ließen beide LKW stehen und ein paar der Arbeiter übernachteten darin. Wir fuhren nach Hause mit dem Gefühl, wir verlieren unser restliches Geld. Noch bevor unser neues Leben so richtig angefangen hat. Am nächsten Morgen fühlten wir uns richtig schlecht. Sebastian wollte am liebsten gar nicht hin. Es hat noch Stunden gedauert, bis beide LKWs wieder an der Straße waren. Und wir warteten ungeduldig auf die finale Rechnung. Aber sie kam nicht. Kein Schadensersatz, nur die vorher ausgemachte Summe. Zusätzlich sagten sie noch, so einen Auftrag machen wir nie wieder. Man könnte denken, die Geschichte ist hiermit vorbei. War sie aber nicht. 2 Jahre später mussten wir den Container noch einmal bewegen. Den Grund dafür erfährst du in dem Video, das ich dir hier oder in der Beschreibung verlinken werde. Von diesem Transport existieren keine Originalaufnahmen mehr. Die sind uns leider abhanden gekommen. Aus Fehlern lernt man. Diesmal haben wir den Container vorher ausgeräumt. Somit verlief das Aufladen ohne Probleme und auch die Abfahrt. Der Rest aber verlief so. Sebastian fuhr wie ein Ritter mit dem Motorrad und einer extrem langen Bambusstab voraus und drückte die Stromkabel hoch und lag dann in einer Sandpassage im Dreck. Zum Glück ist ihm nichts weiter passiert. Auf dem neuen Grundstück blieb er trotz besserer Vorbereitung auch wieder stecken. Würden wir heute sagen, ein Container ist immer falsch? Nein, würden wir nicht. Für manche kann er durchaus sinnvoll sein. Ein Container gibt dir nicht nur Sicherheit. Er bindet dich an Dinge, Wege, Kosten, Menschen und Entscheidungen aus Angst. Blickend betrachtet war dieser Container für uns ein Symbol. Für den Wunsch, vorbereitet zu sein. Aber auch für die Erkenntnis, dass Vorbereitung nicht bedeutet, dass alles kontrollierbar ist. Wir sagen das nicht, weil wir euch einen Container ausreden wollen, sondern weil wir heute wissen, beim Auswandern ist die wichtigste Frage nicht, was man alles mitnimmt.
Deutschland, was man wirklich braucht. Und wenn ihr wissen wollt, was wir heute mitnehmen würden oder auf gar keinen Fall, dann schreibt es uns in die Kommentare.